Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe Fans. Dieses Mal geht es wieder um Masters of the Universe Revelation, denn ich habe die erste Figur der Wave 2 erhalten. Es gibt neue Figurenankündigungen, die ich euch gerne vorstellen möchte, und ein Paket habe ich auch noch bekommen. Also viel Spaß! Ja Leute, was soll ich sagen? Wieder ein neues Masters of the Universe Video auf meinem Kanal. Ja, mein Kanal ist eigentlich viel breiter gefächert, ja, mit allem um Popculture der 80er, der 70er, ja hauptsächlich 80er, 70er bis 90er Jahre. Ja, ich möchte euch so viele Sachen präsentieren, aber aktuell ist es halt einfach so, dass Masters of the Universe omnipräsent ist, ja, dass Mattel eine Highlight nach dem anderen quasi raushaut und deswegen halt auf meinem Kanal momentan sehr viel Masters of the Universe läuft. Ja, andere Sachen möchte ich auch noch mit einstreuen, aber ich dachte mir, ich hau jetzt einfach ein paar Videos raus um die Masters of the Universe, ja, damit die werden relativ kurz sein, kurz und kompakt, hoffentlich, ja, je nachdem wie viele News halt kommen und so weiter, aber die anderen Sachen auf keinen Fall lasse ich dir jetzt außen vor, sondern die anderen Sachen kommen auch alle noch mit rein. Es wird Flohmarkt-Videos geben, es wird neue Funde geben, die ich auf eBay gemacht habe und so weiter. Ja, ich mache noch ein Bravestar-Video etc. etc. Das kommt alles noch. Ja, Masters of the Universe aber ist trotzdem eine Kindheitserinnerung von mir, eine Nostalgie, die jetzt gerade wieder so auflebt, weil halt die Masters überall sind, alles omnipräsent ist und deswegen möchte ich euch jetzt nochmal ein Masters-Video zeigen, und zwar habe ich zu den Masters of the Universe Revelation, die Wave 2 ist ja jetzt so nach und nach, wird nach und nach ausgeliefert, und ich habe die erste Figur nun auch endlich bekommen, und zwar handelt es sich um den Spikor. Ja, Spikor ist jetzt bei mir eingetrudelt, hat jetzt sein Zuhause bei mir gefunden. Ihr wisst, ich packe die Figuren nicht aus, ich lasse die OVP, auch wenn ich die Revelation-Figuren relativ gut auspacken kann. Ich muss ja nur den ein oder anderen Tesafilm entfernen und könnte dann die Figur mit der Figur posieren, sage ich mal. Da ich das aber nicht vorhabe, bleiben die auch OVP bei mir, und ich ergötze mich halt an dem Verpackungsdesign und der Figur in der Verpackung. Ja, die Figur selbst kommt in einem klassischen Design, wie halt diese Masterverse oder die Revelation-Figuren generell erscheinen, ja, in dieser blauen Umverpackung mit dem Masterverse-Logo hier oben. Und wenn ihr die letzten News verfolgt habt, ja, dann gibt es ja demnächst auch weitere Figuren in diesem Verpackungsdesign aus der Masterverse-Reihe, von zum Beispiel New Eternia, auch von She-Ra etc. Ja, das heißt, die werden alle das gleiche Verpackungsdesign haben, und Revelation ist halt der Vorreiter. Ja, zu der Figur. Ich hatte in einem meiner vorigen Videos schon mal gesagt, wie ich den vorgestellt habe, dass mir vorkommt, dass der Kopf ein bisschen klein ist, und das sehe ich immer noch so. Ja, allerdings, wie es oft so ist, wenn ich die Figur in Händen halte, so fällt es mir gar nicht mehr so massiv auf, sage ich mal. Ja, ich finde ein bisschen klein, aber ansonsten finde ich, passt das alles. Ich finde den Spikor klasse. Ja, er hatte in den ersten 5 Folgen der Revelation-Reihe oder der Revelation-Serie auf Netflix leider eigentlich hatte er gar keinen Auftritt, trotzdem war er kurz zu sehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, dass er nochmal auftaucht und noch ein bisschen mehr Screentime bekommt, weil ich finde diesen Charakter eigentlich total klasse. Ja, und er hat seine orangene Keule dabei, die er auch bei der Vintage-Figur dabei hatte. Seht ihr hier oben. Ja, ich hoffe, das blendet jetzt nicht so. Ja, er hat 2 Wechselhände dabei. Er hat 2 Hände an, das heißt, er hat 4 Hände insgesamt, ja, und wenn ihr die Vintage-Figur kennt, dann wisst ihr auch, Spikor hat eigentlich anstatt der einen Hand so einen Dreizack, ja, der ist hier auch dabei, und das Besondere ist, ja, ich kann einfach eine Hand wegnehmen und packe dafür den Dreizack rein. Ja, das heißt, ich kann ihn mit 2 Händen ausstatten, ja, ich kann ihm die Keule in die Hand geben und von mir aus noch irgendeine andere Waffe oder was auch immer, ja, die ich noch rumfliegen habe, oder ich gebe ihm die Keule in die eine und mache den Dreizack an den anderen Arm dran. Ja, finde ich eine tolle Idee, finde ich super. Ansonsten das das Boxdesign ist wieder identisch. Ich habe auf der einen Seite hier den Namen Spikor draufstehen, auf der anderen Seite habe ich wieder das Artwork, was ich auch toll finde. Ja, es ist jetzt nicht so ein Highlight, wie ich zum Beispiel beim beim Mossman halt hatte, ja. Da fand ich es halt mega gut. Das hier finde ich sehr gut, ja, aber ich finde es jetzt nicht so was Besonderes. Es ist sehr gut, aber nichts Besonderes für mich. Genauso die Rückseite. Er sieht halt sehr, sehr evil aus, ja. Finde ich richtig cool, finde ich richtig gut gezeichnet.
Ja, gefällt mir also wirklich gut. Ja, auch diese Angriffspose, hier hat er den Dreizack am Arm, er hat die Keule in der Hand. Ja, der Hintergrund finde ich toll. Es ist ein bisschen, auch wieder gegenüber dem Mossman zum Beispiel, ein bisschen langweilig, finde ich halt. Ja, aber das ist wieder Jammern auf hohem Niveau. Ich bin sehr froh, den Spycore jetzt bei mir zu haben. Und unten seht ihr wieder die Wave 2 Figuren noch einmal. Das heißt, ihr seht einmal He-Man und Skeletor, die ja schon in der Wave 1 erschienen sind. Und dann seht ihr Spycore, Beastman, Teela und Man-at-Arms. Ja, das sind die Figuren der Wave 2, die 4 neuen Figuren. Und die anderen 3 hoffe ich auch demnächst in der Sammlung zu haben und euch präsentieren zu können. Alles in allem, ja, die Figur hat mich jetzt wieder, ich glaube, 26,99 gekostet. Das ist so der Standardpreis für diese Revelation-Figuren. Das schwankt immer mal so zwischen 23 und 28 Euro. Also für mich eine sehr schöne Figur, die sich in die Sammlung nahtlos einreiht. Ja, Leute, dann gibt es 2 relativ neue Neuigkeiten. Mattel hat wieder 2 Figuren angekündigt, die in der Revelations-Reihe erscheinen werden. Und ich blende euch jetzt wieder Bilder dazu ein und erkläre oder sage euch meine persönliche, es ist wirklich nur meine persönliche Meinung dazu. Ja? Und zwar handelt es sich zum einen um den Savage He-Man. Ja? Boxart blende ich euch jetzt ein. Und der Savage He-Man hat auch, wenn ihr das auf dem Bild seht, einen Orko dabei. Ja, steht auf der Verpackung auch, includes Orko. Ja, das ist ein offizielles Bild von Mattel, soweit ich weiß. Ja, es scheint auch wieder, es wird wieder eine Deluxe-Figur sein. Das ist halt, sieht man halt an diesem breiteren Karten- oder breiteren Box-Design. Die Idee finde ich mega klasse. Ja, ein Savage He-Man, das ist der He-Man. Ihr seht den Speer, den er da dabei hat. Ja, das ist der He-Man quasi, der von seinem Stamm weggegangen ist, so wie ich es halt aus dem ersten Minicomic, glaube ich, kenne. Ja, genauso wie wir es mit der Green Goddess oder der Eternian Goddess. Er geht von seinem Stamm weg mit nichts bekleidet als im Lendenschurz und seinem Speer in der Hand. Ja, und hat zusätzlich jetzt noch wieder Wechselhände. Er hat seine Axt dabei und er hat ein Schwert dabei, wo ich denke, das ist das Zauberschwert. Ich gehe einfach mal davon aus. Ja, und als Besonderheit ist, da ist der Orko dabei. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich finde den Orko klasse, ja, aber ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass der Orko eine eigene Box kriegt. Ja, dass der Orko eine eigene Einzelfigur ist. Ja, jetzt ist er bei dem He-Man dabei. Haben sie vielleicht aus Kostengründen gemacht, ja, weil der Orko so klein ist und dann in so einer großen Box vielleicht ein bisschen verloren aussieht. Könnte sein. Andererseits hätte man, wenn man den Orko einzeln rausbringt, halt auch eventuell viel Zauberzeug mit reinpacken können halt, ja. Was soll's? Der kommt jetzt so raus, wie er ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wann es sein wird. Ja, aber ich finde es total klasse. Und auch das weitere Bild, was Mattel rausgebracht hat, zeigt den He-Man, wie er sich halt von Teela, Orko und Man-at-Arms verabschiedet. Ja, und das ist, glaube ich, eine Hommage an den Minicomic wieder, an den ersten, wo He-Man genau in dieser Pose, es gibt genau so ein Bild, nur da verabschiedet er sich nicht von seinen Weggefährten, von seinen treuen Man-at-Arms, Teela und Orko, sondern er verabschiedet sich von seinem Volk. Ja, und genau das Bild haben sie halt genommen und haben das ein bisschen modernisiert, haben halt seine 3 Spezies mit reingepackt. Und finde ich richtig gelungen. Also das Bild finde ich richtig toll. Die Figur finde ich richtig toll. Ja, genauso wie das zweite Bild hier, wo Orko ihm quasi die Waffen quasi zeigt. Auch das ist eine Hommage an den Minicomic. Und anstatt Orko ist das eigentlich die Green Goddess, die mit ihm in so einer Höhle steht und ihm dann halt Schwert und seine Rüstung halt auch übergibt quasi. Ja. Finde ich auch ein richtig tolles Bild. Ja, und das dritte Bild, das zeigt He-Man dann in Nahaufnahme, wie er in die Kamera guckt wahrscheinlich und in die Kamera schlägt. Vielleicht ist das eine Anspielung auf den Filmation-Cartoon in den Vorspann, wo er eigentlich dann halt auch so in die Kamera reinhaut. Das Gesicht. Ich will nicht mehr viel über das Gesicht sagen. Ich habe auch bei der Standard-He-Man-Figur gesagt, dass das Gesicht mir nicht so gefällt. Dann kam die Figur und ich sagte, so schlecht ist es ja gar nicht. Ja. Hier muss ich sagen, gefällt es mir schon mal vom Bild her besser wie das von dem Standard-He-Man. Und wenn er dann halt in Natura noch besser aussieht, dann bin ich damit eigentlich super zufrieden. Und diese Figur, ja, dieses Päckchen He-Man und Orko oder Savage He-Man und Orko ist für mich ein Pflichtkauf. Die werde ich mir auf jeden Fall
holen. Ja, und die zweite Figur, die sie jetzt kurzfristig Bilder oder erste Bilder halt gezeigt haben, ist King Grayskull. Und wie jeder weiß, der die Revelation-Serie gesehen hat, King Grayskull ist kein He-Man auf Testosteron mehr, ja, sondern es ist ein farbiger King Grayskull, ja, und ich finde das auch gar nicht schlimm, ich finde das auch gar nicht verkehrt, ja, und die Figur kommt mit beiden Zauberschwertern, ja, finde ich auch gut, finde ich auch toll, und die Figur hat anscheinend auch wieder einen Stoffmantel, so wie jetzt die letzten halt auch, wenn es der Skeletor zum Beispiel war. Und da sieht man halt auch das Boxart, zumindest die Rückseite, die Seitenansicht, wo halt das Motiv drauf ist, das gefällt mir sehr gut. Und das Boxart auf der Rückseite legt nochmal weitere Charaktere frei. Man sieht die Teela, die nochmal kommen wird in ihrer Standard, so wie wir sie kennen, in ihrem Standardkostüm nenne ich es mal. Ja, dann kommt die Antra noch, dann kommt Trapjaw, der halt auch hoffentlich als Deluxe-Figur kommt, ja, mit seinem Gewand. Und als Standardfigur vielleicht, dann Faker, den kennen wir ja schon, ja, da haben wir ja schon Bilder von gesehen, genauso wie Stinkor, und Merman wird auch noch kommen, da habe ich jetzt noch kein Bild direkt davon, ja, aber wenn es der ist, der in dem Revelation Cartoon zu sehen war, dann wird der Merman sehr spartanisch sein und wird zum Beispiel auch seine gelbe, goldene Rüstung gar nicht dabei haben, also da bin ich gespannt, ja, was sie da machen. Das Artwork finde ich richtig toll, wie er so die zwei Schwerter, ich kann es nicht genau lesen, das ist jetzt nicht so scharf, das Bild, ja, aber ob er sie jetzt auseinanderzieht oder ob er sie zusammendrückt, das kann ich nicht so sehen, aber ich finde das Motiv richtig cool und auch diesen King Grayskull werde ich mir gönnen, sobald er irgendwo erhältlich ist. Finde ich richtig klasse. Ja, Leute, das waren die Neuheiten. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, ob ihr euch die neuen Figuren holt, wie ihr den Spikor findet. Ja, und jetzt möchte ich nochmal mich bei jemandem bedanken. Ja, ich habe wieder mal ein Paket bekommen, ja, und zwar von dem Daniel. Der Daniel hatte mir auf Facebook geschrieben und hat gesagt, hier, ich habe gerade dein Los Amigos Video gesehen, ja, mit deinen Funden. Wenn ihr es nicht gesehen habt, ich blende es nochmal ein, könnt ihr euch nochmal anschauen, was ich da alles ergattert habe an diesem geilen Wochenende. Und er hatte geschrieben, er hat das Panini-Album gesehen, was ich vom Osman bekommen habe, und hat gesagt, ob ich ein paar Sticker hätte zum Tauschen. Ja, da habe ich gesagt, nee, ich habe nur das Sammelalbum. Ja, Sticker habe ich keine. Und da sagte er, hier gar kein Problem. Ja, ich finde deinen Kanal so cool, mir gefallen deine Videos, ich verfolge die schon länger und ich würde dir gerne ein paar doppelte Bilder zukommen lassen. Und da war ich wieder sprachlos. Ja, habe wieder gesagt, oh, das ist super nett, ja. Was magst du denn dafür haben und so? Nee, nee, sagt er, alles gut, ja, deine Videos sind so toll. Und gib mir deine Adresse und dann kriegst du Post von mir. Gesagt, getan. Und dann habe ich ein Päckchen bekommen. Ich dachte eigentlich, komm, ich packe die Sticker aus und zeige sie euch mal in die Kamera. Aber dann habe ich ein Päckchen bekommen. Das habe ich aufgeschnitten oben. Ja, wollte reingucken und dann sehe ich schon, da ist mehr drin. Und deswegen habe ich es zugelassen. Also nur geöffnet, aber nicht ausgepackt. Und möchte euch dann kurz daran teilhaben lassen, was da drin ist. Und als erstes hat er einen Brief, den lese ich kurz vor. Schreibt er, lieber Frank, wie besprochen ein paar Panini-Sticker, um dein Album etwas zu füllen. Zudem noch ein paar Motu-Artikel für die Sammlung oder die Tauschkiste. Auf jeden Fall wünsche ich dir weiterhin viel Spaß mit deinem Kanal und sende dir viele Grüße aus Berlin. Ja, was soll ich sagen, Daniel? Viele Grüße nach Berlin. Ja, vielen Dank dafür, finde ich richtig toll. Und ich packe es einfach mal aus, weil ich denke, das hier, auch wenn das halt ein Riesenhaufen ist, das hier werden wahrscheinlich die Sticker sein. Und, boah, das ist Wahnsinn. Ja, ich weiß gar nicht, guckt euch mal das an. Ja, so viele Panini-Sticker für das Revelation-Album. Ja, wenn ihr es nicht wisst, das Revelation-Album gibt es, glaube ich, nur in Brasilien, also nur in Südamerika und ist in Deutschland nicht erschienen oder auch in Europa generell nicht. Ja, ob das noch kommt, ist offen. Ja, ich habe das Album jetzt und Daniel, ich habe hier einen ganzen Haufen Sticker. Ich finde es total geil. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel sind das. Das ist Wahnsinn. Ja, und guckt euch mal die Bilder hier an. Das ist Wahnsinn. Das sind sogar alte Bilder. Ja, das ist so ein Glitzerbild. Hoffentlich sieht man das in der Kamera einigermaßen. Ja, finde ich richtig toll. Hier ein Bild aus Revelation. Ja, auch nochmal so ein Glitzerbild. Ich hoffe, das sieht man. Das fängt die Kamera gut ein. Finde ich richtig klasse, Daniel. Vielen lieben Dank.
da werde ich wieder anfangen mit dem Einkleben und hoffe, dass ich das Album irgendwie voll bekomme. Super. Und jetzt geht's los. Dann jetzt hat er hier noch was drin. Ich weiß gar nicht genau, was es ist. Ah. Leute, das ist der Hammer. Das ist der, ich weiß wieder nicht, das ist der Hammer. Er hat mir 2 originale 80er Vintage Mini-Comics beigelegt. Und zwar einmal Slave City, Wahnsinn, von 1983. Ja, Wahnsinn, echt geil. Das fehlt mir auch noch. Das hatte ich früher gehabt, habe ja alles irgendwann mal verschenkt. Ich bin sprachlos. Und das King of the Snake Man, ja, also sprich das King Hiss müsste das gewesen sein, ja, das King Hiss Mini-Comic. Ja, und das müsste dann ein bisschen später als 83 gekommen sein. Sieht man es hier irgendwo? Gibt es hier irgendwo ein? Ja, 1985. Ja, hier sind in verschiedenen Sprachen. Müsste in Spanisch auf der einen Seite sein und in Englisch auf der anderen und eventuell sogar noch Deutsch mittendrin. Ja, genau, Deutsch ist auch noch mittendrin. Ja, vielen lieben Dank, Daniel. Super klasse. Und es war noch gar nicht alles. Er hat noch eine Videokassette mit reingepackt. Ohne Hülle zwar, aber trotzdem, und zwar He-Man 3, das Heer der Roboter. Ja, kann man das sehen? Richtig klasse. Da muss ich gucken, ich habe ja schon ein paar He-Man-Kassetten, die sieht man ja im Hintergrund. Müsste ich jetzt genau gucken, ob ich die schon habe, beziehungsweise eventuell wie das Band halt ist, ja, welche Kassette besser ist. Und dann würde ich sie eventuell austauschen. Ansonsten, wenn ich sie gar nicht habe, wandert die natürlich so in meine Sammlung. Ja, Wahnsinn. Vielen Dank. Und da ist noch mehr drin. Ich habe hier noch eine Videokassette, wenn ich das richtig sehe. Schön eingepackt, damit auch ja nichts drankommt. Ja, und es ist noch eine Videokassette und die heißt von Select Video He-Man, die Invasion der Drachen. Ja, auch klasse. Ja, sieht echt noch gut aus. Band hat keinen Schimmel, was halt leider sehr oft der Fall ist. Ja, finde ich richtig toll. Finde ich richtig klasse. Auch da muss ich gucken, ob ich sie habe oder nicht. Ja, ansonsten wandert die natürlich in die Tauschkiste oder ich mache ein Gewinnspiel. Ach, Moment, hier geht es noch weiter. Ha. Und ein Ladybird-Buch. Ja, da habe ich ja auch schon mal kurz drüber berichtet. Ja, ein Ladybird-Buch, A Trap for He-Man. Und das ist cool, weil das habe ich auf Deutsch, aber das habe ich noch nicht auf Englisch. Ja, und somit habe ich jetzt auch die englische Version von diesem Ladybird-Buch. Und das ist von 1983. Finde ich richtig toll. Ja, habe ich noch nicht. Ja, wie gesagt, in Englisch noch nicht. Das wandert in meine Sammlung natürlich. Finde ich richtig klasse. Daniel, vielen lieben Dank dafür. Super klasse. Ich freue mich wie ein kleines Kind mal wieder, ja, über das Paket, was ich bekommen habe. Vielen lieben Dank. Ja, Leute, das soll es gewesen sein, ja, mit dem Revelation Update. Ja, wie gesagt, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von den Revelation-Figuren haltet. Ja, sammelt ihr auch oder seid ihr auch so verrückt, dass ihr euch irgendwie das Panini-Album besorgt habt? Ja, und sammelt ihr auch die Sticker? Fehlen euch noch welche? Ja, wo bekommt ihr die Sticker her? Ja, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ansonsten, wie gesagt, es werden demnächst noch ein paar Masters of the Universe Videos kommen, aber auch sehr viel weitere Sachen aus dem großen Bereich der 80er Jahre, aus dem, was mir so gefällt, was mir Spaß macht. Ja, es werden Film-Updates kommen, Zeichentrick-Serien-Updates. Ich habe ein paar neue Videokassetten, ich habe ein paar neue Schallplatten, ja, ich habe auch wieder ein paar neue Figuren. Ein Brave Star Special wird es geben mit dem, was ich bisher alles besitze und was mir noch vielleicht so fehlt. Ja, also Leute, was soll ich sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, weil das erhöht dann nochmal meine Reichweite und das gibt dem Kanal noch so ein bisschen Feedback und auch YouTube sieht dann halt, dass das halt Ganze hier angenommen wird. Das hilft mir zu wachsen. Ja, genauso, wenn ihr noch kein Abonnent seid, kein Video mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Auch das hilft natürlich diesem kleinen Kanal hier weiter zu wachsen. In diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund. Euer Retro Rauner.